Willkommen auf meinem Kanal und ich befinde mich jetzt in einer Altstadt und du kannst dabei mich unterstützen mit Like und Abo. Da 70% schauen mich ohne Abo. Und Altstadt hat immer eine Überraschung. Ich habe einen Auftrag, eine Schachtverstopfung. Jetzt bin ich irgendwo zwischen die Häuser, irgendein Innenhof. Ja. Hier kommt die Regenleitung, hier drückt der Kacke raus. Und hier habe ich meinen Schacht. Da habe ich gedacht, da habe ich Toilette, aber nein. Hier ist alles voller Spinnweben, gleich komm her. Da habe ich ein Fallrohr und so wie aussieht, immer bei solchen kleinen Fenstern sind Toiletten eingebaut. Und entweder ist oben eine Toilette oder da seitlich. Ja. Und da hat schon mal jemand gestern versucht, Verstopfung zu beseitigen, hat schon mal einen Schacht zerlegt. Okay, das geht nicht. Alle bereit? Der ist ja voll. Wahres Wort mit Scheiße. Lecker mehr. So. Schauen wir mal. Wie tief ist der überhaupt? Wenn wir einen Schacht hatten, so um die 80 cm. Ah ja. Da habe ich ein Rohr, so wie er aussieht. Und weiter nach unten habe ich nichts. Alter. Und das kann nur ein Feuchttuch sein. Alter. Warum? Warum, frage ich mich. Da hat jemand schon gestern mit Schaufel fleißig ausgeschaufelt, aber nichts gebracht. Und da ist noch einer. Boah. Na gut, schauen wir mal, was ich jetzt mache. Ich habe meinen wunderschönen Stock gefunden. Entweder gehen wir in diese Richtung Kanal, weil hier in diese Richtung kann nicht sein, weil da kommt ein anderes Haus. Oder da. Von da links kommt der Zulauf. Also ich glaube eher rechts. Schauen wir mal, wie das aussieht. Vielleicht lasse ich mal gleich verstopfen mit dem Rohr. Hast du öfter so eine Scheiße, aber nicht so schlimm immer, oder? Was? Immer öfter so eine Scheiße schon gehabt. Solche Scheiße. Ja. Nicht so oft, oder? Mir war es lieber jetzt, wenn das voll mit Geld wird, ne? Ja, genau. Dann könnte man schön ausgaben, oder? Dann kann man es hier machen. Ich glaube, ich habe einen Abfluss gefunden. Aber was ist das für ein... Da hast du ein Zwischenrohr irgendwie. Ja. Sie geht ja durch. Da geht nach unten. Da habe ich einen Zugang gefunden. Okay. Glaube ich. Aber glauben ist nicht wissen. Aber glauben wir nicht wissen. Also in diese Richtung habe ich. Daraus. Ja, ja, also es kann nur da sein, Kann nur da sein. denke ich. Oder da in diese Richtung. Na, wie in der Straße. Richtung Straße. Ja, denke ich. Folge ich meine Spirale dann, ja? Kann sein, zur Straße, naja. Wenn man älter wird, dann funktioniert der nichts. Ne? Nein. Wie viele Eimer hast du? 3 Eimer rausgeschaffen? Ah, ja. Schauen wir mal, wie gut es wegläuft jetzt. Jetzt schauen wir mal genau, vielleicht. Ja. Ah, ja. Und jetzt dann noch große Baustellen. Jetzt dann? Ja, eigentlich war das so zwischen. Auch in Amberg? Ja, das war eigentlich so Zwischenauftrag hier. Ja,
weil der Kollege ist schon unterwegs. Ach so. Wir müssen zu zweit sein, ne? Ja, bei den nächsten schon ist große Reinigung. Ist ja schön lecker dabei. Wir sind über 40 Meter. Ich? Ja. Ja. So, das ist ihre Aufwärmung. Schaut voll genau gut. Soße. Okay, Wasser läuft. Okay, mal mit dem jetzt rein. Vielleicht. Ja, für die Kleidung. Sehr feuchte Tücher sind drin. Und Man muss vielleicht, ich muss einmal, zweimal im Jahr, muss ich sagen, Hausbesitzer aufdecken und mal mit Schaufeln machen. ja, und keine feuchte Tücher benutzen. Nein, das ist ja Wahnsinn. Siehst du, das sind ja Ausgabe fotografiert, nur kannst du dann dazu schreiben, überall Gewebetücher, weißt du? Ja. So, leg mal los. Ja. Oh, hast du gesehen, war gerade Bewegung. Ich hoffe, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber dass wir das neu gefunden haben, das ist so gut. Jetzt haben wir das ein bisschen aufbereitet und dann flutscht das schon weg. Meinst du? Ja, freilich. Weiß ich nicht. Und die nächste Spirale und dann ist das weg. Ich bin froh, was glaubst du? Hausjahr ist froh. Fußball. Ja. Hier, Schiller. Spielt in Linz, Österreich. So, und hier. Nein, wohnt nicht hier. Das ist das Haus. Wohnt nicht hier. So. Ja. Und da mache ich alles halt und manage für ihn. Weißt du? Österreich, Linz. Ja. Früher, glaube ich, war er Linz, Bochum, wo noch? Ich glaube, zeitlang heißt es Laufen. So, jetzt muss man Gas geben und nicht das von Bahnhofkuhle ausdrückt. Da kommt schon Blutflächen raus. Ist gut oder schlecht? Ist gut. Und schauen wir das an. Machst du Wasser bitte auf? Jawohl, ja. Da hast du Erfahrung, ehrlich. Komm. Da hast du ehrlich Erfahrung. Aber das ist doch, ja, das steht nicht, die Leute sagen, und da drüben andere haben. Aber ich habe sehr großen Widerstand hier. Sehr großen Widerstand. Ja. Ah, jawohl. Das ist das beste Moment, das es gibt bei Rohrreiniger. Ehrlich, Wenn es fließt, ja. mach schön. Jetzt hört es langsam auf, oder? Bisschen geht noch, jawohl. Dann passt. Und gleich die Soße weg. Perfekt. Schau mal, ein Autopapier, du Fotograf, ja, ewig. Ehre. Wer benutzt da sowas? Ich weiß nicht. Schauen wir mal gleich. Das ist Rohr, ja. Da ist Ablauf und da ist Rohr nochmal zusätzlich kommt. Okay, ich mache nochmal die Bearbeitung weiter. Da Blubberzauern wieder. Kommt uns vielleicht so eine andere Dinge rein, ne? Es ist ja zur Hälfte gesunken, ne? Mehr als Hälfte. Aber jetzt noch in diesem Bereich verstopft. Wie das blubbert, ne? Und abläuft. Jetzt bin ich schon mal da bei der Verstopfung noch. Ah, ja, da kommen die Schau mal, die ganze fetten Mäuse. Gut, muss man erstmal abmachen.
Heute haben wir Hol mal ab, wenn ich dann nicht mal eine feuchte Tücher sogar, aber so Gewebe, so wenn man sich verletzt, ne? Ich weiß nicht, wie die heißt. Das ist alles drin. Lecker mir. Der Kollege hat schon mal angerufen, ist schon mal beim nächsten Auftrag, aber kommt gleich. Mein neuer Kollege Andreas. Ja. Okay. So fahren wir mal raus. Jetzt ist es soweit. Ich habe schon sauber gemacht. Aber ich glaube, da kommt dann noch jede Menge raus. Weil die Spirale fühlt sich sehr schwer an. Und bei zweiter Spirale kommt es nicht mehr. Ah ja. Mal besser. Alter. Schau mal. Ich glaube, ich muss die Spirale mal komplett rausziehen. Ja. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Gleich in der Früh. Ja, jetzt kommt nach der Arbeit. Verstopfung ist noch da. Ich lasse mal jetzt Wasser auffüllen. Mache das Zeug jetzt sauber. Bei zweiter Spirale circa in dem Bereich hier komme ich nicht weiter. Ich glaube, es ist sehr starker Versatz. Sparen wir nicht heute. Ja. Hoffentlich kommt gleich Andreas und hilft mir gleich. So, in der Zeit, wo ich meine Zeug wegmache, Ja. sickert Ja, hier ja. schon mal langsam durch. Kann ich. Nach vorne. Weil da kommt noch ein Rohr. Da vorne sickert die ganze Kacke. Ja, Okay. jetzt nochmal Wasser aufmachen. Wahnsinn. Was ist los? Das ist schon gut. Ja. Scheiße. Du, jetzt sind wir schon ein bisschen weiter wieder drunten, oder? Was ist jetzt das? Alles. Wir sind jetzt ganz unten. Aber das ist trotzdem drüben das Gerinne, hä? Rechts Ja. da. Ja, so wie das aussieht ist sogar mit Bitumen ausgeleitet, das geht ja noch. Aber du mit den Tüchern, wenn du Tücher reinschmeißt. Da kommt der Zulauf. Genau, da kommt der Zulauf, stimmt? Ja, machen wir jetzt mal das jetzt weg. Ja, machen wir und jetzt dann, weg. Aber du musst jetzt erst die Spirale mit den Tüchern sauber. dann fährt der Hausmeister, holt mir Kaffee mit Trinkgeld und ich mache hier weiter. Und dann kommt der Hausmeister mit Kaffee und Trinkgeld, sagt er. Und ihr macht da weiter. Ja. Jetzt ist mal Unterstützung da, unsere neue Andreas. Andreas, Hi, servus. der ist auch eine Follower von mir. Der macht die feuchte Tücher weg und ich spritze mal dieses Schacht ein bisschen weg, weil da müssen wir noch mal jetzt reinfahren. Der steigt ja mal. Sieht man schon richtig, dass er steigt. Ja, wo ist meine Lichtlampe? Ich brauche noch eine. Aber ein bisschen andere jetzt steigt. Und wie gesagt, bei 4,5 Meter komme ich nicht weiter. Da ist, glaube ich, ein größerer Versatz. Aber das werden wir sehen, sobald Andreas das erledigt hat. Also, der ist ja noch voller Energie. Vollgas. Unglaublich, wahrscheinlich in der Firma 5 Kaffee gesoffen. Jetzt geht's mal weiter. Andreas zeigt gleich. Kannst du schon drehen, weil vorne ist Verschlammung. Wir schauen. Jetzt kommt der klare Sieg, glaube ich. Hier kommt schon das graue Rohr raus. Dann läuft's ab. Jawohl, wer hat dieses Mal geschafft? Unser Andreas. Gleich fleißig mit Spirale gearbeitet, perfekt. Jawohl.
Sauber hast du gemacht. Jetzt schauen wir mal, wie der sich anstellt bei den nächsten Baustellen. Andreas kämpft noch mit Feuchtigkeit. Aber hier unten drückt sie ja mal was raus, ne? Da habe ich jetzt hier mal ausgespritzt. Jetzt brauchen wir mal kein Licht, glaube ich. Da ist alles voll. Da ist schon mal was kaputt. Spritzen wir jetzt den Körper rein. Okay. Alter! Schauen wir mal das an. Da ist alles voll. Kurzer Rückstau. Aber normalerweise der Regenabflussrohr nicht mit dem zusammenhängen. Hier kommt der Regenleiter und der läuft da vorne rein. Ja gut. Andreas? Ja. Läuft gut? Ja. Du bist schon längst draußen, schau mal, da ist die Spirale. Ja. Diese Kerbel macht der Hausmeister leer, weil der hat schon mal 3 oder 4 Eimer rausgeholt. Das passt. Und Doppelpack im Innenhof, Altstadt. Andreas ist schon mal fast soweit. Recht neu. Aber wir haben diese linke Rohr. Da ist jetzt noch eine Gerinne drin. Die müssen wir auch mal freilegen. Letzte Ladung. Letzte Ladung. Was? Kannst du mal kurz die Maschine ausschalten, bitte? Also, hier haben wir, da geht's runter und da. Und hier ist das unsere Leitung auch angeschlossen. Da ist die zweite Toilette oder was weiß ich hier drin. Das machen wir jetzt auch mal frei. Dann frisst er ordentlich. Also nicht wir, sondern Andreas macht jetzt frei. Gleich Gas geben. Ja, freilich. Schauen wir mal, ob der jetzt zweite Leitung auch mal frei bekommt. Ja. Immer dasselbe. Also das habe ich jetzt nicht gefällt. Gott sei Dank. Ja, jetzt ist der Junge da. Schau mal, deine Korpus, die irgendwo hinauskehren, da vorne. Weil das ist jetzt die zweite Leitung, denn du hast hier 2 Leitungen gleich. Beide von oben. Nein, in diese Richtung bauen. Hier kommt das Dach heraus und da in diese Richtung gehen 2 Rohre. Von da und von da. Von drüben kommt auch. Ja. Jetzt kommt Bewegung. Endlich einmal. Also, jetzt ist auch cooler. Gut. Das heißt, dieses Leitung. Hol mal ab, der Akku. Jetzt ist der Akku neu, kommt die Erklärung. Das Rohr haben wir getestet,
kommt von hinteren Wohnung, also praktisch, der läuft erstmal ins Haus rein, hier raus und dann wieder zurück, ne? Richtung Straße. Ich glaube, das war jetzt mal verstopft und durch die Rückstau immer wieder hier mal das ganze Dreck auch nochmal zusätzlich rein. Aber jetzt sieht man schon mal, dass es ordentlich abfließt. Kann man nochmal bearbeiten und dann haben wir es. Das rechte hat Andreas gemacht und die linke habe ich gemacht. Nicht, dass er dann im Kommentar schreibt, dass er gut gearbeitet hat. Jetzt kommt mal die Endspur, letzte Spirale. Kommt mit Widerstand aus. Ja. Immer wieder mal kleine Aktion mit Feuchttücher. Da freut sich die Kläranlage, wenn die Sockelladungen kommen. Aber das kommt jetzt in Müll rein. Jetzt kommt die nächste. Oh. Da kommt die letzte Ladung. So, schauen wir das an. Andreas geht ja freiwillig. Ein guter Mann. Jetzt Andreas ist schon mal fast soweit und ich lasse jetzt euch mal die Kamerafahrt ausblenden, wie das mal aussieht. Nach der Verstopfung, wir machen erstmal den rechten und dann die linke. Nach der Verstopfung ist eine Leitungskontrolle. Hier haben wir große Senke, Beschädigungen in der Leitung. Jetzt haben wir bessere Sicht. Hier steht die Leitung voll. Und hier ist so eine große Kante. Jetzt hat ja wieder Toilette gespült mit Feuchttuch. Und hier sieht man. Hier sieht man ein richtiger Knick oberhalb, das Rohr hat sich geknickt, deswegen steht da Wasser. Ne? Ja. Ein Versatz oberhalb und hier geht es wieder nach unten. Hier haben wir eine große Brocken. Auch wahrscheinlich fett, ne? Ja. Hat man doch alles okay, jetzt Toilette gespült, jetzt haben wir das circa. Und hier kommen wir wieder mal raus. Ne? Hier sieht man auch ein größerer Versatz da oberhalb. Ne? Und da ist das ganze Fettzeug. Hier mal austauschen, die Leitung. Ja. Komplett. So, noch ein Versatz. Hier auch oberhalb. Sieht man. Jetzt kann man abstutzen. Da war diese Kante, wo ich ja, da ist die große Kante, ja. Und da haben wir jetzt Hauptleitung, ne? Ja. Hier haben wir kleine Versatz unten. Muffe offen, zweite Muffe beschädigt. Hier haben wir Probleme gehabt zum Durchkommen. Hier steht Wasser. Und hier ist eventuell bei 3-4 Meter hat sich Rohr gesenkt nach unten. Wir haben oberhalb einen Versatz. Und da kommt noch mal eins. Komme ich nicht mal durch. Und die Kameraaufsatz.
Ich habe große Probleme gehabt mit dem Ohren. Also. Stimmt da was noch? Also, jetzt ist wieder frei. Da ist eine große Beschädigung zweimal. Und hier kommt es noch. Jede Muff ist beschädigt. Ja. Sehen? Und da kommen wir wieder raus. Das Rohr ist halt so wie Welle, ne? Ja. Und die ersten 8 Meter, ja, da ist auch ein Versatz. Ja. Warum ist die Kamera so dreckig? Okay. Hier haben wir das Drainagerohr von oben, glaube ich. Und das ist mein öffentlicher Kanal. Hier haben wir Absturz zu öffentlichen Kanal. Jetzt habt ihr gesehen, es sind 2 Leitungen, links und rechts, der kommt jetzt von diesem Haus und der kommt von dem hinteren Haus. Beide Leitungen sind kaputt, sehr viel Fettablagerungen und feuchte Tücher und Tampons. Andreas ist schon mal bei Zusammenräumen.